Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video und endlich ist es soweit. Nach 3,5 Monaten warten kriegen wir endlich mal wieder neue News zu irgendwas Neuem, was ansteht. Und zwar das PvE-Contest The Colosseum geht wieder an den Start. Viele wissen es ja vielleicht gar nicht, oder ich weiß es nicht, eigentlich müsste jeder wissen, was ist literally im Namen drin. Aber bei dem FEC-Server geht es ja eigentlich um die FEC PvE Contest, also die Wettbewerbe, bei der PvE Contest auf jeden Fall der kleinere von beiden ist, der wesentlich kleinere, und den PvP Contest, also das ist ja eigentlich der Grund, warum wir da sind, für die Flive World Championship. Ja, hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen gedauert, bis das jetzt mal an den Start geht, aber es ist tatsächlich schon am 7. August soweit, also Donnerstag nach der Serverwartung, und endet am 4. September um 23:59 Serverzeit. Genau. Die Regeln sind einfach. Defeat the boss monsters in the Colosseum in the shortest time possible. You will need to gather your guild members to enter the Colosseum via the NPC FWC Manager Ava. Once you speak with the NPC, you will see a new dungeon menu with the Colosseum. To enter this dungeon, your guild needs to be at least level 5 and your character level needs to be 61 or above. A maximum of 4 people from your guild can enter the dungeon. You will need to defeat 5 bosses back to back within the time limit of 1 hour. Genau, also es ist ein Gildenwettbewerb. Die Leute müssen, mit denen ihr teilnehmen wollt, müssen alle in der Gilde sein. Man muss 5 Bosse besiegen. Die Gilde muss Level 5 sein und dein Charakter muss Level 61 sein, aber Spoiler, wenn euer Charakter 61 ist, habt ihr keine Chance und es ist sinnlos. Also ich meine, da muss man schon mit High-Level-Charakteren reingehen, alles andere ergibt keinen Sinn. Ja, dann hier nochmal die Regeln aufgeschlüsselt. Maximal 60 Minuten, nachdem der erste Boss spawnt. Man wird automatisch rausgeschmissen, falls man länger braucht. Und es ist eine kurze Vorbereitungsphase, eben bevor der erste Boss spawnt. Maximal 4 Gildenmitglieder. Es können auch weniger als 4 teilnehmen, aber die Schwierigkeit wird halt entsprechend höher sein. Also ja, ergibt wenig Sinn. Wird man auf jeden Fall keine Belohnung bekommen, wenn man mit weniger als 4 Leuten teilnimmt. Und logischerweise ist die Schnelligkeit entscheidend. Man hat zwar 60 Minuten Zeit, aber man will das natürlich schneller schaffen. Und die schnellsten sind halt dann die ersten. Und falls der extrem unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass 2 Gilden oder 2 Teams genau die gleiche Zeit haben, wird das Team, das halt die Zeit zuerst erreicht hat, höher gerankt. Only the highest ranked placement will be considered for each player and team. If players have multiple rankings, the others will be ignored. A guild may have several rank placements, but all participating players must be different in order to qualify for a prize. With this considered, the rank required to receive a prize may differ from the in-game ranking display, as it may include multiple entries for the same players. Also auch hier nochmal, man kann theoretisch mehrfach daran teilnehmen, also vor allem eine Gilde natürlich, weil 4 Leute aus einer Gilde wäre crazy, da müssten jetzt ja hunderte Leute ihre Gilden verlassen und neue Gilden gründen. Das geht alles. Aber jeder teilnehmende Spieler darf halt quasi nur einen Preis bekommen. Und entsprechend kann es halt sein, wenn man in-game auf Rang 10 ist, oder Rang 50 vielleicht sogar, dass man dann trotzdem einen Preis bekommt, auch wenn man vielleicht laut der Liste, die wir uns gleich angucken, theoretisch gar nicht einen Preis kriegen würde, weil einfach die Ränge vor dir alle von immer wieder den gleichen Spielern belegt sind und die dann quasi alle übergangen werden und immer nur der höchste Rank zählt. Also es könnte ja zum Beispiel sein, ein Team wechselt irgendwie immer einen Player aus, um zu gucken, wie sie am schnellsten sind. Und dann kann es halt passieren, oder könnte es passieren, dass ein Team halt zum Beispiel 5-mal drin ist, oder 4-mal drin ist, immer ein Spieler gewechselt. Und dann ist es aber effektiv nur ein Rang, weil alle Spieler ja nur eine Belohnung kriegen können. Genau, wenn du es nicht schaffst, den Dungeon zu besiegen, dann wird man nicht im Ranking gelistet. Die Versuche resetten immer um 0 Uhr Serverzeit, also bis man es wieder probieren kann. Und applied buffs will not be reset. Okay, das ist interessant. Wenn du stirbst, gibt es einen Revive Point, Loadstar und Loadlight, was der Entry Point zu dem Ding ist.
und du kannst unendlich oft sterben und man wird aber trotzdem XP verlieren, außer man benutzt Scroll of Resurrection oder, I guess, Scroll of Blessing. Genau, 5 Tage nach Ende des Events werden die Sieger bekannt gegeben. Folgende Preisaufschlüsselung. Wir haben Rang 1, bekommt ein MacBook Air 13-Inch M3, whatever. Außerdem ein Celebration Mount, also quasi ein Fluggerät und ein FWC PvE exklusiver Titel für den ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz. Entsprechend, das Mount kriegen alle. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist, aber vermutlich schon. Und Platz 2 ist dann 10.000 F-Coin für jeden. Platz 3 ist auch 10.000 F-Coin für jeden. Platz 4 bis 5 ist 5.000 F-Coin für jeden. Platz 6 bis 7 ist 3.000 F-Coin für jeden. Und Platz 8 bis 10 ist 1.000 F-Coin für jeden. Jetzt gibt es aber noch eine interessante Notiz. Und das ist etwas, was mir in der Vergangenheit bei Flive aufgefallen ist. Diese physischen Preise, die werden selten bis so gut wie gar nicht ausgezahlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also bei Flive PC haben sie, glaube ich, mal gesagt, dass sie einfach Lieferschwierigkeiten haben und es einfach nicht bestellen können. Und dieser nächste Absatz wirkt auch so, als würden sie das nicht wirklich auszahlen wollen oder als würden sie es vorziehen, wenn man F-Coins wählt. Denn note that the physical prices can be changed due to availability of the price. Also schon mal erstmal, okay, wenn es nicht verfügbar ist, kann es geändert werden. Und if in a case of a price is not available due to reasons such as the product being discontinued or if delivery to the country of residence is not possible, we may provide a replacement product or price that matches in value. Und der zweite Teil, if the winner does not want a physical price, they can receive F-Coin as in worth twice the amount. Also vor allem dieser zweite Absatz riecht stark danach, okay, Leute, wisst ihr was, hier habt ihr ein MacBook Air, ich glaube, die kosten so um die 1.000 Euro oder so. Wenn ihr das nicht wollt, dann kriegt ihr einfach F-Coins im Wert von 2.000 Euro. Das ist doch viel cooler, nehmt doch einfach das. Also mir ist das persönlich egal, sag ich mal, und ich denke mal, jemandem sind die F-Coins wahrscheinlich auch nicht wenig wert, aber ja. Ist ein interessanter Zusatz auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute wahrscheinlich sogar die F-Coins wählen würden. Genau. Und als Teilnahmebelohnung bekommt jeder dieses Celebration Mount übrigens auch, also egal welches Ranking man geschafft hat, für 30 Tage. Genau. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, ich finde, wurde endlich Zeit, dass sie das mal posten. Ja, zugegeben, das PvE-Event ist halt schon ziemlich langweilig, was jetzt auch 3-mal in a row genau das gleiche, glaube ich, ist. Klar, die Bossmonster sind, glaube ich, andere. Jetzt wahrscheinlich wieder, weil letztes Jahr gab es Kriton noch nicht. Also vermutlich dieses Jahr wird vielleicht Kriton dabei sein, keine Ahnung. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, Kriton ist eigentlich so schwach. Aber ja, bis auf die Bossmonster selbst hat sich da eigentlich nie wirklich was geändert. Und ja, es ist halt, man kann nicht zuschauen, es gibt kein irgendwie Finale oder so, kein episches Battle um den ersten Platz oder so, sondern man macht das halt einfach jeden Tag, tried man das im Endeffekt, oder naja, nicht mal jeden Tag, man wird das ein paar Mal probieren, die Top-Spieler, und es gewinnen natürlich logischerweise die Leute mit dem Abstand besten Equipment. Es geht um DPS natürlich, nicht nur, aber überwiegend. Das heißt, ja, natürlich werden hier einfach Leute absahnen, die halt entsprechend das beste Equipment, die besten Pets und alles mögliche andere auch haben. Und ja, ist jetzt natürlich nicht so zugänglich. Zugegebenermaßen das PvP-Event ist auch nicht wirklich zugänglich für Leute, die halt eben nicht ganz so krasses Equipment haben. Aber zumindest gibt es mal wieder ein bisschen ja, Infos und ein bisschen Fortschritt. Und es gibt wahrscheinlich trotzdem ein paar Leute, die darauf gewartet haben. Und damit ist das jetzt auf jeden Fall abgehakt. Als nächstes kommt dann wahrscheinlich die PvP-Event-Ankündigung, wird wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Also ich schätze mal entweder noch im Laufe der Woche oder vielleicht nächste Woche spätestens. Aber das dürfte jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten, denke ich. Und ja, dann hoffen wir mal, dass auch bald Infos und News zum Update kommen, das uns ja schon vor über 3 Monaten angekündigt wurde. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Flive Universe Video oder Livestream, jeden Tag live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Macht's gut rein und ciao, ciao.